Herzlich willkommen, Herr Haffner. Thema für unser Gespräch ist heute die S/4HANA-Migration, die ja viele Unternehmen hier in Deutschland momentan umtreibt. Meist sind es ja technologische Gründe beziehungsweise technologische Gründe vereint mit wirtschaftlichen Gründen, die Unternehmen dazu veranlassen, umzusteigen. Also die Technik macht den Ausschlag. Was sind denn aus Ihrer Sicht so die wichtigsten technologischen Neuerungen, die mit S/4HANA kommen, und was bringt es den Unternehmen für ihr Geschäft? Grundsätzlich ist genau richtig, was Sie angesprochen haben. Es ist eine Kombination aus beidem. Das heißt, Kunden stellen sich immer die Frage, was möchte ich letztendlich mit einem S/4HANA-Projekt erreichen? Das heißt, die Einführung einer völlig neuen technologischen Plattform, einer neuen ERP-Software letztendlich, bietet dem Kunden viele verschiedene Möglichkeiten, Potenziale zu nutzen, Prozesse abzubilden oder letztendlich Geschäftsfelder abzubilden, wo er mit der alten Software gar nicht die Möglichkeit dazu hat. Die neue S/4HANA-Plattform bietet eine In-Memory-Technologie. Das heißt beispielsweise Analysen, die ein Kunde früher vielleicht mühevoll über Nacht mit entsprechenden Batch-Jobs laufen lassen musste, können nun in Echtzeit direkt mit Embedded Analytics im System abgefragt werden. Das heißt, ich habe ganz andere Möglichkeiten, meine Datenqualität zu checken, wie gesagt, auch den Gesundheitszustand letztendlich des Unternehmens. Weiterhin gibt es beispielsweise die Funktion, völlig neue User-Interfaces abzubilden. Das System hat eine neue Oberfläche, das sind die Fiori-Apps an der Stelle. Das heißt, das System ist ganz anders nutzbar, auch beispielsweise auf mobilen Endgeräten, von Tablets bis hin zu Mobiltelefonen. Das heißt, ich habe hier eine Möglichkeit aus verschiedenen Dingen, die, sage ich mal, sehr technikbasiert sind, von der In-Memory-Datenbank bis hin zum User-Interface, dem User-Erlebnis des Kunden. Noch dazu auch die Möglichkeit, dass neue Prozesse innerhalb des Systems abgebildet sind, die simplifiziert sind an der Stelle. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, letztendlich Geschäftsfelder vielleicht meines Unternehmens innerhalb der Software abzubilden, was mit dem alten Softwarestand gar nicht möglich ist. Und deswegen es ist eine Mischung aus den technologischen Aspekten und den wirtschaftlichen Aspekten. Natürlich technologisch, ich habe eine neue Software, ich habe neue Möglichkeiten. Wirtschaftlich letztendlich, ich kann Dinge abbilden, an die ich vielleicht vorher in der alten Software noch gar nicht dran gedacht habe oder beziehungsweise gar nicht dran denken konnte, weil es nicht möglich war. Jetzt ist der Umstieg ja nicht gerade trivial. Brauchen denn die Unternehmen aus Ihrer Sicht eine dedizierte S/4HANA-Migrationsstrategie? Und wenn ja, wie sieht die aus Ihrer Sicht idealerweise aus? Also eine Strategie ist definitiv erforderlich. Die Umstellung auf S/4HANA ist grundlegend erstmal ein komplexes Projekt. Es ist deutlich mehr als ein Releasewechsel. Sämtliche Layer innerhalb des Systems, vom UI bis runter zum Technologiestack, sind im Rahmen des Projekts alle betroffen. Deswegen ganz, ganz wichtig, von einer entsprechenden Voranalyse des Systems. Das heißt, ich muss wirklich prüfen, was ist in den Systemen vorhanden, was muss umgestellt werden, was sollte umgestellt werden, was sind Dinge, die ich belassen kann. Das muss ich vorab sehr ordentlich und sehr genau herausarbeiten. Dann habe ich ein relativ einfaches Transformationsprojekt vor mir, weil ich genau weiß, welche Dinge sind wann zu erledigen. Wichtig auch im Rahmen der Transformation gibt es beispielsweise Prozessbereiche oder Themenbereiche, die kann ich im Rahmen der Transformation schon optimieren. Allerdings muss ich das nicht bei jedem Bereich tun. Ich habe auch die Möglichkeit, nach einem Transformationsprojekt weitere Optimierungen innerhalb des Systems umzusetzen, denn die Transformation bietet mir einen sehr tiefen Einblick ins System und ich kann dann entscheiden, was könnte ich beispielsweise als Quick Win, als Synergieeffekt im Transformationsprojekt erreichen und was schreibe ich mir lieber auf eine Optimierungsliste und gehe nach durchgeführter Transformation hin und führe ein sauberes Optimierungsprojekt durch oder saubere Optimierungsprojekte. Es können ja auch mehrere Dinge zum Vorschein kommen. Jetzt braucht es für die S/4HANA-Migration in den Unternehmen tiefgreifendes Fach- und auch IT-Wissen. Über das verfügen viele Unternehmen momentan nicht. Gibt es aus Ihrer Sicht Best Practices oder haben Sie ein paar Tipps, wie sich dieser Know-how-Mangel in den Unternehmen beheben ließe? Das ist ein sehr bekanntes Problem. Bei allen Kunden, ist der Wissensstand an den Stellen relativ gleich. Wichtig ist, gehen Sie wirklich auf erfahrene Beratungshäuser zu, schauen Sie aber, dass diese Beratungshäuser dann auch entsprechende Tools nutzen oder Methodiken nutzen, die das Projekt unterstützen. Tools beispielsweise, es gibt die Standard-SAP-Tools, um beispielsweise eine Brownfield-Transformation sehr stringent zu durchlaufen. Die sollten bitte genutzt werden. Damit das ordentlich funktioniert, bietet die SAP auch hier eine ganze Vielzahl an verschiedenen Checks oder Vorabprüfungen an, von Readiness-Checks, von Business Scenario Recommendation Reports, Fiori App Recommendation Reports, HANA Sizing Reports. Das heißt, da gibt es eine ganze Vielzahl. Die Dinger sind auch kostenfrei.
Das heißt, das kann auf jeden Fall genutzt werden, um eine wirkliche Transparenz zu schaffen. Das ist die technologische Sicht. Wichtig ist auch immer noch im Rahmen des Projekts die prozessuale oder fachliche Sicht im Blick zu halten. Das heißt, auch hier, wir bieten zum Beispiel in den Projekten entsprechenden Beschleuniger, dass wir unser Share Performance Ready dabei haben, wo wir direkt Beispielprozesse dabei haben, die auf den SAP Best Practices basieren und auf eigenen Prozessen, die wir über die letzten 40 Jahre gesammelt haben. Und letztendlich die Transformation aus technologischer Sicht kann auch durch eine Software unterstützt werden. Bei Brownfield hatten wir das gerade eben schon mit den Supportmitteln. Zoom DMO nennt sich das Ding. Das ist der Software- und Upgrade Manager mit der Database Migration Option. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Partnersoftware einzusetzen, wie wir das auch tun, von der S&P beispielsweise die Crystal Bridge, die so eine Transformation letztendlich komplett softwarebasiert und damit sehr standardisiert durchführt. Man hat eine gewisse Risikominimierung an der Stelle und ganz wichtig, auch einen entsprechenden Beschleunigungsfaktor. Das heißt, es gibt eine Vielzahl an Tools und Methodiken. Ich sollte sie definitiv einsetzen, weil nur so schaffe ich es letztendlich, ein schnelles und effizientes Projekt zu erreichen. Und deswegen wichtig ist eine Kombination aus erfahrenen Beratern und den entsprechenden Methodiken und dann kommt man zum Projekterfolg. Viele Unternehmen wählen für ihren Weg Richtung S4HANA einen Mix aus Brownfield- und Greenfield-Ansatz, also eine Mischung aus einem kompletten Neuaufsetzen der Systeme und der Übernahme von Teilen der bestehenden SAP-Systeme. Was ist denn aus Ihrer Sicht der zielführendste Migrationsweg und warum? Pauschale Antwort an der Stelle wirklich schwierig, weil Kunden sind immer sehr individuell. Ich muss die Ausgangslage des Kunden kennen. Ist das ein Kunde, der seine ERP-Software, die er aktuell im Einsatz hat, erst vielleicht 4-5 Jahre im Einsatz hat sie sehr nah am Standard gebaut, hat sich auch wirklich drum gekümmert, hat entsprechend dafür Sorge getragen, dass sie immer die aktuellsten Releases beinhaltet. Das ist vielleicht ein Kunde, für den Brownfield Approach absolut richtig ist. Das heißt, sehr technisch kann der Kunde möglichst schnell umsteigen. Es gibt Kunden, die haben ihre ERP-Lösungen seit 10, 20, 15 Jahren oder sowas im Einsatz stark modifiziert, sei es wirklich mit einem speziellen Customizing, mit gewissen Add-ons, mit Custom-Code-Programmierung. Das heißt, das wäre ein Kunde, wo man sagt, das geht eher Richtung Selektiv oder Greenfield. Und da ist dann ganz, ganz wichtig, im Rahmen der Voranalyse herauszuarbeiten, was ist das Projektziel, wie ist die Ist-Analyse oder die Ausgangslage des Systems. Und dann kann ich die richtige Entscheidung für einen Kunden geben, was der richtige Transformationsansatz ist. Bei großen, historisch gewachsenen Systemen ist generell ein selektiver oder ein Greenfield-Approach nicht schlecht, weil S4HANA basiert auf einer In-Memory-Datenbank, ist die HANA-Datenbank. Letztendlich ist das der teuerste Speicher, den ich für Geld kaufen kann. Und da muss ich mir ganz genau überlegen, was an Daten möchte ich denn nachher in dieser, sage ich mal, wirklich sehr innovativen technologischen Plattform, die auch dann nicht ganz kostengünstig ist, betreiben. Und deswegen selektiv bitte in S4HANA das hineinbringen, was sinnvoll ist. Für alle anderen Dinge, die ich vielleicht nachhalten muss aus gesetzlichen Gründen oder Ähnliches, da gibt es entsprechende Archivierungsmethodiken, es gibt Dokumentenmanagementsysteme. Das ist dann ordentlich und das kann auch im Rahmen des Transformationsprojekts mit eingeführt werden, weil Ziel muss es nachher sein, eine effiziente, günstige, zu betreibende Landschaft zu haben, die mir ermöglicht, sage ich mal, meine innovativen Prozesse abzubilden. Vielen Dank, Herr Haffner, für die spannenden Einblicke in die S4HANA-Welt. Sehr gerne. Danke.